Ja, Ellerly, du wurdest durch deine Rolle in Dark bekannt. In 7 Folgen bist du mit dabei, in der Rolle der Hannah Kahnwald, der jungen Hannah Kahnwald. Ja, ich meine, was war das so für ein Gefühl, irgendwie diese Rolle zu spielen, die ja doch, sage ich mal, eine ganz, ganz wichtige Funktion hat? Also es war wirklich interessant, mal so eine Rolle mit so ein bisschen so einem Zwiespalt zu spielen quasi, weil vorher habe ich ja dann doch eher so also in Kinderfilmen gespielt, wo es dann doch, also so die Rollen eher so, naja, eben für Kinderfilme gemacht sind. Und Hannah Kahnwald ist ja doch eine sehr komplexe Rolle irgendwie, weil sie ja nicht wirklich böse ist und, also, naja, okay, sie wirkt schon ein bisschen böse, aber auch eher so aus ihrem eigenen Interesse heraus handelt, also egoistisch ist, aber trotzdem irgendwie kann man es verstehen und das fand ich halt so interessant an dieser Rolle. Jetzt ist es ja auch so, dass das ja nun wirklich ein mega Brett ist, die Serie. Also hättest du jemals damit gerechnet, als du damit angefangen hast, dass das mal wirklich eine Serie wird, wo man dich also quasi wahrscheinlich auf der Straße anspricht und du wirklich jetzt internationale Fanpost bekommst? Also als ich das Casting quasi gemacht habe, wurde mir schon gesagt, es wird eine Netflix-Serie und da war ich schon so, das ist wirklich cool. Also ich habe damit gerechnet, dass das schon irgendwie eine große Produktion ist, aber als ich dann tatsächlich das erste Mal am Set war, habe ich erst gemerkt, was für eine große Produktion das ist. Also ich habe davor schon mit größeren quasi Produktionen zusammengearbeitet, aber das war halt die erste große internationale und das war halt super interessant, da mal mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und das heißt, also aber dass es jetzt so eine Reichweite dann doch bekommt und dass es so ein Hit in Brasilien und Indien wird, damit habe ich dann auch nicht gerechnet. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man eben weiß, da kommt jetzt Fanpost irgendwie so von aus der ganzen Welt? So internationale Fanpost zu bekommen, das ist schon ein sehr komisches Gefühl auf der einen Seite, weil man einfach weiß, dass Leute einen sehen und dann so bewundern, aber es ist auch total interessant, dann mit diesen Leuten auch dann zu kommunizieren und einfach irgendwie zu wissen, warum die das so interessant finden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du oftmals auch mal auf der Straße erkannt wirst oder wenn man deine Stimme hört und sagst so, Mensch, bist du nicht die Hannah Kahnwald aus Dark? Gab es schon da so ein paar Situationen, also wo du wirklich auch dann schon so mal so ganz witzige Dinge erlebt hast, eben wenn dich Leute plötzlich erkennen und sie rechnen damit gar nicht? Also ich wurde schon öfters auf der Straße erkannt und es ist immer auch immer ein bisschen lustig, weil dann kommen Leute auf einem zu und erst denkt man sich so, was wollen die jetzt von mir? So, aber dann irgendwann sagen die so, ey, bist du nicht die und die, also Hannah Kahnwald aus Dark? Und dann ist man so, ja, das bin ich. Und dann macht man halt ein Foto und es ist schon ein komisches Gefühl. Also ich glaube, egal wie oft das passiert, wenn man halt nicht wirklich darauf vorbereitet ist, dann ist es immer ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem ein schönes Gefühl auch irgendwie so erkannt zu werden. Und einmal, als ich jetzt in Irland gedreht habe, da waren wir in so einem wirklich kleinen Kaff. Also das war bestimmt 500 Einwohner oder so. Und dann haben wir, also meine Mutter und ich haben uns dann auch drüber unterhalten, so ja, würde man mich überhaupt außerhalb von Berlin irgendwie erkennen? Und dann kommen wir halt in so einen Pub rein und der war wirklich winzig. Und dann saß da so eine Gruppe von Leuten und die gucken halt die ganze Zeit rüber und dann war ich so, habe ich was im Gesicht oder so oder was ist das? Aber dann irgendwann habe ich dann so gefragt, hey, könnten wir ein bisschen Ketchup haben, keine Ahnung. Und er kommt dann so rüber und war so, bist du Hannah aus Dark? Und dann war ich so, ja, that's me. Und dann, das war so lustig. Ich glaube, danach waren wir auch die Sensation des Dorfes. So, das hat sich so schnell rumgesprochen, aber es war sehr süß. Mega Geschichte. Weil ich glaube sogar, du wirst wahrscheinlich international sogar noch mehr erkannt als eben in Deutschland. Eben weil es auch eine Serie ist, die wirklich in Südamerika, in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten, in Russland, also unglaublich viele Fans hat. Ja. Hast du auch schon mal vielleicht so nette Fanpost bekommen? Also Dinge, die so zu Herzen gehen, wo du ganz geschmeichelt warst oder so? Ja, doch, auf jeden Fall. Also viele viele Fanbriefe sind dann halt, könnte ich ein Autogramm haben oder so, aber es gibt dann auch super tolles Feedback. Auch so, ja, ich fand deine Rolle so toll, also das ist wirklich lieb, was sie dann schreiben und das ist immer sehr süß. Super klasse. Und bei den Dreharbeiten, hast du noch vielleicht so ein paar nette Anekdoten für mich? Also wenn mal was Witziges passiert ist oder weil man vielleicht irgendwie mal einen Satz nicht sprechen könnte, gibt es ja manchmal auch solche Szenen? Ja, das gab es schon. Aber vor allem, was sehr lustig war, ich habe ja mit Ludger zusammen gedreht, dem jungen Ulrich, und dann sind wir halt immer zusammen, da gab es diese eine Szene, wo wir irgendwie zusammen diesen Schulkorridor runterlaufen mussten. Und weil er ja doch relativ groß ist und ich mit meinen 1,63 dann nicht so groß bin,
musste er dann halt seine Schuhe ausziehen, damit er so ein bisschen Humphrey Bogart-mäßig, damit er nicht nur sein Kinn im Bild hat und ich nicht nur meine Stirn irgendwie, damit das irgendwie mehr oder weniger noch funktioniert. Das heißt, dann ist er da irgendwie in Socken rumgelaufen, damit der Abstand nicht zu groß ist. Und das war schon sehr lustig. Klasse. Bei Days of Thunder mit Tom Cruise und Nicole Kidman haben sie Tom Cruise, der auch sehr klein ist, so einen Steg gebaut, damit er so annähernd von Nicole Kidman hinkommt. Irgendwie ist auch so eine coole Geschichte irgendwie aus der Filmszene. Wenn du im realen Leben eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du hinreisen und warum? Also wo? Ich glaube, ich würde einfach mal so 0 BC, also quasi, ich würde mal gerne Jesus kennenlernen, einfach mal zu gucken, wie der so drauf war und was da so abging. Aber ich glaube, von der Epoche her finde ich die 20er super interessant. Ich habe nämlich jetzt gerade die Buchreihe Der nasse Fisch, also Volker Kutscher da, die Reihe gelesen. Und das finde ich so interessant, einfach so die goldenen 20er und der ganze Glamour und die Kleider und das finde ich alles so, das finde ich super. Nicht schlecht. Und was würdest du sagen, wer hat sich jetzt ganz persönlich dein Leben seit Dark verändert? Ich glaube so in meinem Privatleben würde ich fast sagen, jetzt gar nicht so drastisch, also würde ich so behaupten, aber zum Beispiel jetzt in meiner Karriere hat das schon einen ordentlichen Sprung gemacht. Nach dieser Produktion habe ich jetzt noch andere Projekte dadurch halt bekommen, auch noch internationale und das ist halt super toll. Also dass das da so ein Sprungbrett für war, da bin ich auch sehr dankbar für. Kannst du über dein neues Projekt schon reden? Also jetzt gerade habe ich einen Film für den ARD fertig gedreht in Irland und also planlos in Irland heißt das, sehr adäquat. Und davor, also quasi direkt nach Dark, habe ich dann eine Xbox-Werbung für Star Wars gedreht in Toronto. Das war auch super toll, das hat so viel Spaß gemacht. War sehr anstrengend, aber war totally worth it. Und ja. Auch wenn es nur eine Werbung war, ich meine, es ist immerhin Star Wars. Ja, ja. Wie war das? Please. Vielleicht wurde ich ja gesehen von dem hier von... J.J. Abrams? Ja. Oder George Lucas? Ja, George Lucas. Genau. Vielleicht hat er mich angesehen, ja, I don't know. Aber was für ein Gefühl ist das, wenn man das eben weiß? Also man springt jetzt mal in so eine Star Wars-Rolle sein, wenn auch nur für einen Spot. Ja, aber das ist so super, dass man einfach diese Möglichkeit hat, dieses Medium, weiß nicht, Schauspiel zu nutzen, um einfach mal jemand komplett anderes zu sein. Also ich glaube, darum machen das ja auch alle Schauspieler, weil es einfach so eine Möglichkeit ist, einfach mal jemand zu sein, der man sonst nie sein würde oder könnte oder ja. Und später hauptberuflich? Auch Schauspieler als Wunsch? Oder gibt es noch ein paar andere Dinge, die dich faszinieren, wo du sagen würdest, ach, ich kann mir auch, keine Ahnung, Tiermedizin vorstellen oder sonst irgendwas? Nee, ich habe halt super viele Interessen. Das Ding ist, ich fange sehr viel an und lasse es dann wieder. Und also, ja, das heißt, jetzt gerade tendiere ich also sehr stark zu Regie und Drehbuch. Also das dann zu studieren, aber Schauspiel auf jeden Fall weiterzumachen und das dann so zu kombinieren. Mir gefällt dein Style auch ganz gut. Also Dankeschön. Sozusagen quasi irgendwie in gewisser Weise so Ton in Ton, eben in Violett heute, aber trotzdem irgendwie auch so dieser bunte Mix und auch die selbstgemachten Ketten und so. Also, wie sehr ist sozusagen jetzt auch Mode für dich ein Thema oder auch so einen eigenen Stil zu haben und den so ein bisschen dann auch auszuleben? Also Mode ist sehr wichtig für mich. Also irgendwie ist das auch total so ein Mittel zum Ausdruck einfach. Und also ich lege da schon ziemlich viel Wert drauf, irgendwie, okay, ich würde jetzt nicht sagen auf mein Aussehen, so, aber trotzdem irgendwie auf Erscheinung. Ja. Okay. Und dein großer Wunsch für die Zukunft, hast du da einen, wo du irgendwie sagst, das und das und das ist dir wichtig, das möchtest du gerne mal erreichen, also quasi von der Reise nach Australien bis hin zu, was weiß ich, mit Haitauchen oder so? Ja, doch, ich habe eine ziemlich lange To-Do-List von Sachen, die ich machen möchte und erleben möchte. Aber also ich würde sagen, ich möchte auf jeden Fall mal, also ich schreibe auch gerade an Drehbüchern und die realisieren und also umsetzen. Und ich würde auf jeden Fall unbedingt gerne mal eine Weltreise machen und einfach mal die Welt sehen. Okay, super. Vielen lieben Dank. Dankeschön.